Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tardigate Tactical das MCRS-System Teil 2, die Harnesse. Wir haben euch im ersten Teil von Tardigate Tactical einmal die Module vorgestellt, die Chestrick-Module in verschiedensten Varianten. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann jetzt einmal zurückspringen oder am Ende dieses Videos ist das Video auch nochmal verlinkt. Dort findet ihr alle Grundmodule des wirklich gut durchdachten MCRS-Systems. Wir haben euch gesagt, im ersten Teil stellen wir euch nur die Module vor, im zweiten stellen wir euch die Schulterträger vor, weil es da auch ein Grundmodul gibt, beziehungsweise eine Modulserie, die ihr ganz nach euren Bedürfnissen anpassen und abstimmen könnt. Egal für welches Harness-System ihr euch entscheidet, eins braucht ihr für alle, nämlich den Strap, der unten quer verläuft und das Chestrick an der Hüfte fixiert. Das ist das Einzige, wo wir ein bisschen Bauchschmerzen mit haben, weil da der Preis relativ hoch ist für einen einfachen Hüftstrap. Aber gut, ist halt so, muss man so sagen. Wir haben hier im Endeffekt einen Strap mit zwei ITW Fastex-Verschlüssen. Wir haben ein langes Gurtband, was hier zusammengerafft werden kann. Dazu bietet euch Tardigate immer hier einen Streifen Klett, der am Ende in der Schlaufe eingesetzt ist. Sie kann auch entnommen werden. Das heißt, wenn ihr auf andere Backelfarben gehen wollt oder eben andere Verschlüsse verwenden wollt, könnt ihr die dann hier herausziehen und dadurch dann einfach den Verschluss ausfädeln. Die Besonderheit hier an dem Strap ist, dass der nicht, wie man den von anderen Chestricks kennt, fixiert ist. Das heißt, ich stelle ihn auf eine Länge ein und dann ist der so und dann ist das Chestrick auch relativ straff am Körper, sondern ihr habt hier nochmal einen elastischen Einsatz, der verwendet werden kann, aber nicht muss. Der wird hier einfach mit zwei Gleitern und hier diesem elastischen Einsatz hinten dran gepackt und dann habt ihr im Endeffekt hier so eine kleine Loop, die vom Rücken wegsteht, euch aber dafür dann nochmal 1 bis 2 Zentimeter oder je nachdem, wie breit ihr den Loop macht, nochmal Spielraum gibt, aber eben das elastische Band nicht reißen kann, weil ihr hier dann am Maximum vom Gurtband seid. Das ist was ihr auf jeden Fall für alle Chestricks braucht, um das Ganze dann unten zu fixieren. Fangen wir mal mit dem einfachsten Chestrick-Harness an. Das ist das Simple-Harness. Ist ein sehr, sehr flaches und Low-Profile-Harness, also einfach auch, wenn ihr mit einem Rucksack arbeitet oder eben undercover, das irgendwo unten drunter getragen wird unter der Kleidung, habt ihr hier ein ganz flaches Tragesystem. Ihr habt hier auf der Rückseite Flauschklett. Das heißt, wenn euch das System hier nicht taugt oder ihr sagt, ihr braucht ein bisschen mehr Komfort, könntet ihr sogar mit Shoulderpads hier arbeiten und die dann entsprechend einkletten. Und wie ihr sehen könnt, haben wir das jetzt hier vorne einmal mit den ITW Quasm Mounts einmal an dem Chestrick verbunden. Da könnt ihr aber auch natürlich ganz normale ITW-Buckles benutzen. Ihr habt hier ein durchgängiges Gurtband, was hier in den Lasercut-Schlaufen vernäht ist. Und da setzt ihr dann die Schnalle auf die Höhe, wo ihr braucht. Wenn ihr diese Schnallen verwendet, habt ihr hier auch nochmal dann so ein Insert, damit das Ganze dann auch nicht herumbaumeln kann, wenn es ausgeklippt ist. Das wird dann einfach von hinten eingeklettet und ist dann nochmal ein zusätzlicher Schutz und sieht dann ungefähr so aus, wenn ihr es einsetzt. Die Lasercut-Schlitze könnt ihr natürlich auch nutzen, um zum Beispiel PTTs oder Licht oder sonstige Ausrüstung hier zu befestigen. Auf der Rückseite ist beim Simple Harness ein H-Harness ausgeführt, das heißt mal die typische H-Form. Hat hier nochmal einen großen Streifen Klett, wo ihr Patches anbringen könnt und auch hier wieder aufrollbare Gurtbänder in der entsprechenden Länge. Das war das Simple Harness. Nehmen wir es einmal ab. Und legen es beiseite. Als nächstes kommt das Y-Harness. Das ist das einzige, neben dem Simple Harness, das einzige Harness, wo ihr keine weiteren Module braucht. Also ihr braucht den Hüftstrap und das oder eben das Simple Harness und dann seid ihr ready to go. Das ist komplett aus Laminat gefertigt, also noch flacher vom Profil her als das Simple Harness. So, machen wir es einmal fest. Und hier habt ihr im Endeffekt vorne die Fastex-Verschlüsse, habt ihr auch entsprechend langes Gurtband, genauso auch wie beim anderen auch mit Klett festgemacht. Habt hier einen Lasercut-Bereich mit dem schönen Tardigate-Logo, das hier auch nochmal benutzt werden kann, um mit Shockcord zu arbeiten oder eben um nochmal Ausrüstung zu befestigen, dient gleichzeitig auch zur Belüftung.
Und das ganze System geht hier über den Rücken und ist sehr weitläufig. Das heißt, auch hier habt ihr eine sehr, sehr gute Plattform, die das Chest-Rig sehr gut am Rücken fixiert. Habt hier auch nochmal Lasercut-Schlitze, um zum Beispiel hier ein komplettes Trinksystem anzubringen. Das wäre jetzt für 4 Reihen Molle, also es sind nur 2 Reihen Molle hier drauf, aber es wäre für eine Trinkblase, die normalerweise 4 Reihen Molle braucht. Das wäre hier in dem System nutzbar und in der Mitte auch wieder mit Lasercut-Löchern versehen, um hier die Belüftung zu gewährleisten. Dieses System lässt sich auch für Beltkits nutzen. Also wenn ihr wie die Briten unterwegs seid und die ganze Ladung eher auf der Hüfte tragt, könntet ihr hier zusätzlich nochmal 2 Straps anbringen. Hier sind normalerweise auch 2 D-Ringe angebracht, so wie hier zu sehen, um dann eben nochmal 2 zusätzliche Straps setzen zu können. Dann hättet ihr ein 6-Point-Harness, nämlich 1, 2, 3, 4 und vorne die beiden noch, was natürlich nochmal viel mehr Stabilität bietet. Für die nächsten beiden Setups braucht ihr 2 Teile. Es gibt nämlich hier einmal das H- und das U-Harness. Ich weiß zwar nicht, warum die Y, H und U heißen, weil im Endeffekt sind das für mich alles H-Harnesse, aber so hat man es zumindest bei Tardigate mal unterteilt. Für diese Module braucht ihr entweder das oder das als Basis für den Rücken und die Infantry Straps. Die Infantry Straps sind ähnlich wie das Simple Strap ausgeführt. Das heißt, wir haben auf der Innenseite Flauschklett, um da eben auch nochmal mit Polstern arbeiten zu können. Auf der Vorderseite sieht es ein bisschen anders aus. Hier hat man auch die kleinen Lasercut-Logos und einmal hier den Molle-Schlitze, um hier auch nochmal Taschen befestigen zu können oder PTTs. Und im unteren Bereich eben eine ITW Nexus-Schnalle, die nochmal fixiert wird. Diese Schnallen, also diese Schulterträger braucht ihr auf jeden Fall. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie das Ganze am Rücken aussehen soll. Das H-Harness ist breit ausgeführt. Das heißt, das wäre gerade hier auch vielleicht in Verbindung mit einem Plattenträger, mit einem Slick-Plattenträger gut geeignet. Oder eben auch für Leute, die sagen, ich möchte jetzt gerne einen größeren Pack hinten montieren. Also zum Beispiel einen Rucksack, der über 6 Molle-Schlaufen sich befestigen lässt. Denn hier habt ihr wirklich echte 6 Molle-Schlaufen in der Breite. Könntet ihr hier dann komplett nutzen. Und auch hier wieder alles ausgespart, ausgelasert, um da maximale Belüftung zu gewährleisten. Lange Straps, die hier komplett aufgewickelt sind gerade. Und die Möglichkeit, das Ganze als 6-Punkt-Harness zu benutzen. Dasselbe haben wir hier auch beim U-Harness. beim U-Harness. Da habt ihr nur hier wieder dieselbe Breite wie beim Y-Harness mit 4 Reihen Molle, beziehungsweise nur 2 Reihen Molle verfügbar, aber für 4 Reihen Molle Module. Und das Ganze eben ein bisschen größer ausgeführt. Das sieht tatsächlich dem Y-Harness hier noch am ähnlichsten, wenn ihr das mal hier direkt vergleicht. Der einzige Unterschied ist hier, dass ihr nicht ein komplettes Harness-System in einem Stück aus Laminat habt, sondern eben die optionalen Schulterträger. Die montieren wir jetzt auch einmal. Nehmen wir mal das Breite, denn das Y habt ihr jetzt ja quasi schon gesehen. Da wird nichts weiter getan, als die Schulterträger hier durchzuführen. Kann man auch noch ein bisschen in der Länge verstellen, wenn man das braucht. Und damit ist das Ganze schon nutzbar fürs Chest-Rig. Setze ich an, mache es hier fest. Und da habt ihr jetzt das H-Harness einmal fest verbaut mit den Schnallen, breite Schnallen hier im Großen. Und hier auch nochmal die Möglichkeit, auf 6-Point zu gehen. Oder eben, ihr nehmt hier diese Variante und habt dann ein bisschen mehr Führung nach unten. Dafür aber nur in der Breite für 4 Reihen Molle breite Trinksysteme zum Beispiel, wenn euch das denn ein Thema ist. Ja, das war unser Video zu den Tragesätzen, zu den Schultertragegurten für die Tardigate Tactical MCRS-Serie. Wir finden sehr gut durchdacht. Auch da wieder, man hat eine freie Möglichkeit, das zu wählen. Viele Hersteller bieten normalerweise nur ein X-Harness oder ein H-Harness an. Hier habe ich nochmal verschiedene Varianten, was natürlich total toll ist, gerade wenn ihr plant, mit einem Pack zu arbeiten. Und das Schöne ist, dass man die Module auch einzeln kaufen kann. Bedeutet, ihr könntet euch zum Beispiel diese beiden Module und die Schulterstraps zusammen kaufen und könntet eins zum Beispiel glatt lassen, um das Ganze mit einem großen Rucksack zu nutzen und das zweite hier mit einer Trinkblase und dann könntet ihr das relativ schnell auswechseln. Ihr müsst ja nur die beiden Schnallen oben einmal mit Klett öffnen und dann könnt ihr das Modul einsetzen und dann habt ihr 2 Setups für verschiedene Einsatzmöglichkeiten
um das Ganze eben schnell nutzen zu können. Oder aber ihr geht einfach auf eins von den Low-Profile-Lösungen. Sehr gut durchdacht unserer Meinung nach. Ihr bekommt das MCRS-System und alle anderen Produkte von Tardigate überall dort, wo man Produkte von Tardigate Tactical kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu, beziehungsweise was ist euer Favorit bei den Tragesätzen? Schreibt es uns in die Kommentare. Bleibt auch dran für weitere Videos von Tardigate Tactical. Wir haben noch Taschen, Buttpacks und einen Plattenträger für euch und noch mehr Taschen. Und die kommen auch nochmal, diese Videos. Also auf jeden Fall immer wieder einschalten. Wir bleiben bei diesem Hersteller am Ball. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.